Herzlich willkommen bei Videowissen. Mein Name ist Thomas Boller. Ich arbeite seit 1990 hier am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und beschäftige mich mit schwarzen Löchern, insbesondere mit dem Einfall von Materie in schwarze Löcher und wie schwarze Löcher reagieren auf den Einfall von Materie auf schwarze Löcher, wie sie Feedback geben und wie sich schwarze Löcher im Laufe der Zeit entwickeln. Also das ging bei mir relativ früh los, eigentlich in der 4., 5. Klasse, soweit ich mich erinnern kann. Das war 70, 71. Und es war vielleicht die Nähe zu Sternwarte in Sonneberg, weil ich dort aufgewachsen bin. Und da habe ich ein Buch gelesen vom Kuno Hoffmeister. Kuno Hoffmeister, der hat die Sternwarte Sonneberg gegründet und geleitet über lange Zeit. Und der hat ein Buch geschrieben, Veränderliche Sterne. Und das habe ich mit 5 oder 6 habe ich das gelesen. Und das hat mir Spaß gemacht. Und das hat mich eigentlich inspiriert. Das ist etwas, das möchtest du gerne tun. Du möchtest gerne Astrophysik machen. Es war dieses Buch vom Kuno Hoffmeister, Veränderliche Sterne. Und dann hatte ich eigentlich entschieden, dass ich diesen Weg einschlagen will. Da gab es dann natürlich die Nähe zur Sternwarte Sonneberg und da konnte man mit der Schule auch hingehen und Führungen besuchen. Und da wurde einem alles gezeigt, wie man die Sterne beobachtet mit den Fotoplatten, hat das Fotoarchiv gesehen und wie fotoelektrische Messungen gemacht werden. Und das wusste ich irgendwie alles schon, weil ich das gelesen hatte. Und das hat mich dann noch mehr bestärkt, dass das gut ist und dass das mein Ziel ist. Und da hatte ich entschieden für mich, dass ich versuche, diesen Weg zu gehen, Astrophysiker zu werden. Also man musste, um Astrophysiker zu werden, musste man Physik studieren. Das war damals im Osten so, das ist jetzt auch noch so. Und ich habe von 79 bis 84 in Jena Physik studiert. Mit der Spezialausrichtung dann Astronomiekurse im letzten Jahr belegt und habe mein Physikstudium 84 abgeschlossen und hatte eigentlich Glück 84, weil in dieser Zeit gab es eine Doktorandenstelle in Potsdam am damaligen Zentralinstitut für Astrophysik, heute das AIP. Und da hat der Professor Schmidt, der damals auch in Jena war, bei dem ich Astrophysik-Vorlesung gelesen hatte, gesagt, Boller, dann komm doch mal mit nach Potsdam, da haben wir eine Doktorarbeit. Und es gab etwa alle 4 Jahre nur eine Doktorarbeit zu vergeben damals und also es war auch Glück dabei, eine Doktorarbeit zu bekommen und deswegen bin ich dann 84 bis 88 nach Potsdam gegangen und habe dort meine Doktorarbeit gemacht. Und die Doktorarbeit habe ich gemacht über Suche nach Quasaren, und zwar nach den leuchtkraftschwächsten Quasaren. Und die Doktorarbeit wurde teilweise am 6-Meter-Spiegel in Russland gemacht. Also ich musste da hinfahren, hinfliegen mit der Ilyushin, was eine Katastrophe war. Und dann noch 8 Stunden mit dem Auto den Berg hoch zum 6-Meter-Spiegel auf 3500 Meter Höhe. Und dort haben wir dann 2 Regionen im Himmel beobachtet über mehrere Jahre und haben dann eigentlich Quasare gefunden mit der scheinbaren Helligkeit 23. Und das war eigentlich vergleichbar mit dem, was im Westen gemacht wurde bei der Suche nach den schwächsten, entferntesten Quasaren. Und das war das Thema meiner Doktorarbeit. Und so bin ich eigentlich dann in das Gebiet der extragalaktischen Astrophysik gekommen, also indem ich mir diese Objekte, die Materie, Einfall auf schwarze Loch haben, genauer untersucht habe. Also zum Ende der Doktorarbeit in Potsdam hat mich das Institut gefragt, ob ich eine Studie erstellen kann, ob es Sinn machen würde, sich an der extraterrestrischen Forschung zu beteiligen. Und da habe ich mir angeschaut, insbesondere im Röntgenbereich, und da habe ich mir angeschaut, ja, welche Objekte sind dann im Röntgenbereich überhaupt sichtbar und würde das Sinn machen? Und habe dann eine Studie erstellt und im Institut vorgestellt.
Und die wurde gut angenommen und ich habe empfohlen, ja, das wäre was Wichtiges für die Zukunft. Da wurde ich dann nach Moskau geschickt zu einer Konferenz am IKI. Da war Sunjajew da und waren andere Direktoren aus Westdeutschland da. Es war 1988, also vom Mauerfall. Und da habe ich den Professor Trümper kennengelernt. Und der hat einen Vortrag gehalten über die entferntesten Quasare und wie man die zählt. Da bin ich nach dem Vortrag zum Professor Trümper und habe gesagt, das war ein sehr schöner Vortrag, Herr Trümper. Hat mir gut gefallen. Und da hat er so gelacht und meint, ja, Herr Boller, dann kommen Sie doch mal für ein halbes Jahr zu uns nach München. Da war ich geplättet, weil ich durfte damals im Osten nicht reisen, also konnte nicht in westliche Länder reisen und hatte plötzlich ein Angebot für ein halbes Jahr, minus einen Tag, hier ans MPE zu kommen und die ROSAT-Mission mit zu begleiten. Und das hat sich dann 1,5 Jahre gezogen. Es gab immer keine Genehmigung für mich, in den Westen zu reisen. Und als dann die Genehmigung kam, es war eigentlich zeitgleich mit dem Mauerfall, dann hatte sich das erledigt. Und am 1. April 90 bin ich hier aufgeschlagen am MPE und hatte ein halbes Jahr ein Stipendium, was dann verlängert wurde für 2 Jahre. Und habe dann eigentlich hier am MPE gelernt, wie man Wissenschaft macht. Das war schon wenn ich so sagen darf, schon ein Unterschied. Wie muss man Wissenschaft betreiben, damit man erfolgreich ist, damit es für die Community interessant ist, was man forscht. Und das war für mich eine großartige Möglichkeit, weil ROSAT wurde 1990 gestartet. Ich war von Anfang an dabei. Ich konnte 20.000 Infrarotgalaxien korrelieren mit diesem Röntgenkatalog von ROSAT. Und das war eine einzigartige Möglichkeit, die mir eigentlich den Sprung erlaubt hat, in der Astrophysik zu bleiben. Also es war eigentlich die Begegnung 88 mit Herrn Trümper, der das eingefädelt hat, dass ich auch dann kommen konnte. Und dann die Möglichkeit, hier wirklich an dem neuesten Röntgenobservatorium, was es damals gab, an ROSAT mitzuarbeiten. Und da habe ich auch sehr viel gearbeitet und geforscht und ich glaube auch einiges gefunden, was neu war zu dieser Zeit. Also das eine war, dass ich hier am MPE forschen durfte unter der Leitung von Herrn Trümper. Und das zweite Entscheidende für meine Entwicklung war eigentlich, dass ich den Professor Walter Greiner in Frankfurt kennengelernt habe, von der Goethe-Universität. Und der hat mich ein paar Mal vortragen lassen, 92 bis 96 über mein Gebiet. Und ab 96 habe ich dann wöchentlich Vorlesungen gehalten an der Goethe-Universität, von 96 bis 2010, jede Woche, Mittwoch. Und das hat sich so entwickelt, dass ich 2003, 2004 immer 400 Studenten hatte pro Vorlesung. Also ich habe da die Astrophysikkurse gelesen. Und der Walter Greiner, also eigentlich der bekannteste theoretische Physiker in den 90ern, in 2000, der ist leider 2016 verstorben, der hat mich da auch sehr gefördert und gefordert. Und ich durfte dann auch habilitieren in Frankfurt und habe da meinen Professortitel bekommen 2003 und habe eben auch diese universitäre Ausbildung sehr gern gemacht, jede Woche gemacht mit über 2000 Studenten, die ich im Bachelor, Master ausgebildet habe. Das war aber auch, muss ich sagen, körperlich anstrengend, das über 14 Jahre zu tun. Das ging in jungen Jahren, jetzt glaube ich, würde ich das nicht mehr schaffen. Ja, und weil ich an schwarzen Löchern forsche, da kam dann Ende der 90er Jahre ein junger Kollege ans Institut, der hieß Andreas Müller. Und der hat schwarze Löcher mehr von der Theorie gemacht und Simulationen über schwarze Löcher gemacht. Und es hat, muss ich ehrlich sagen, 2-3 Monate gedauert, bis wir uns richtig verstanden haben. Aber dann hat das dermaßen gut funktioniert. Und ich bin Andreas wirklich dankbar für die vielen Diskussionen, die wir hatten. Wir hatten auch ein Projekt zusammen mit den Frankfurter Kollegen, mit dem Walter Greiner, den ich erwähnt hatte, mit Peter Hess aus Mexiko, wo wir modifizierte Theorien
der Einsteinschen Theorie getestet haben, die eben keine Singularitäten haben. Und da habe ich mit Andreas und mit den Kollegen aus Frankfurt haben wir ausgearbeitet, was wären denn die Beobachtungsunterschiede, wenn man diese modifizierten Theorie anwendet. Das kann man leider mit dem Event Horizon Teleskop nicht testen, weil die Auflösung müsste etwa 20 Mal besser sein. Aber das war ein Forschungsgebiet, wo ich mit Andreas Müller sehr eng zusammengearbeitet habe und was, glaube ich, auch in 2 Publikationen einen guten Abschluss gefunden hat. Also die Herausforderungen sind, dass man in der Wissenschaft bleiben kann. Und da gelten halt die Regeln, man muss publizieren und die Publikationen müssen auch referiert werden von anderen Kollegen. Und ich hatte das Glück, dass ich in den 90ern 2 Sachen entdeckt habe, die mit zu meinen höchsten referierten Publikationen zählen. Das war zum einen die Entdeckung von aktiven Galaxien, die besonders steile Röntgenspektren haben, besonders steile, weil sie besonders hohe Akkretionsraten auf das schwarze Loch haben, weil sie besonders kleine Massen haben von dem schwarzen Loch, weil das junge, aktive Galaxien sind, die gerade im Entstehen sind. Und die haben noch viel Gas außenrum und die können sehr viel akkretieren und deswegen werden diese Röntgenspektren, die man mit ROSAT sehr gut messen konnte, bis 0,1 keV herunter. Das war eine Entdeckung, die die höchsten Citations hat von meinen Papieren. Also etwa 800. Und die zweite Entdeckung, glaube ich, die wichtig war, ist, dass wir entdeckt haben, dass diese Veränderlichkeit, also dass nicht nur die spektralen Eigenschaften wie die Steilheit des Spektrums, sondern dass auch die Veränderlichkeit in dieser Klasse von aktiven Galaxien mit extrem hohen Akkretionsraten, dass die extrem stark veränderlich sind. Wir haben für einen Monat, für 30 Tage ein Objekt beobachtet, gemonitort und haben gefunden, dass über 30 Tage eines von diesen besonderen Objekten mit den steilen Spektren eine Variation hat von einer Änderung der Leuchtkraft von 10 hoch 10 Sonnenleuchtkräften in 400 Sekunden. Also man müsste 10 hoch 10, also müsste 10 Milliarden Sonnen anschalten in 200 Sekunden und 10 Milliarden Sonnen wieder abschalten in 200 Sekunden, um diese Änderung der Leuchtkraft zu erklären. Das geht natürlich nicht mit Sternen. Es geht mit relativistischen Effekten, die in der Nähe vom schwarzen Loch zusammenhängen. Und diese Entdeckung von diesen extrem veränderlichen Objekten, die dann zusätzlich noch auch sehr extrem steile Röntgenspektren haben eigentlich das allgemeine Verständnis von Akkretion auf schwarze Löcher verbessert, weil man den Parameterbereich erweitert hat. Also man hat im Röntgenbereich neue Eigenschaften gefunden. Im optischen waren die Linienemissionen von der Hubble-Linie zum Beispiel sehr schmal. Und das geht nur, wenn man kleine Massen vom schwarzen Loch hat, ja, weil dann die Kepler-Geschwindigkeiten kleiner sind. Und deshalb war irgendwie so ein Gesamtbild, was wir da mit meinen Kollegen da entwickelt haben. Und das ist ein Gebiet, also die heißen schmallinige Seyfert-1-Galaxien, an dem ich jetzt immer noch arbeite, mit eROSITA und immer noch neue Sachen finde. Also im Moment arbeite ich natürlich mit diesen eROSITA-Daten, die exzellent sind im Vergleich zu dem, was wir vor 30 Jahren mit ROSAT gemacht haben, weil die Sensitivität ist etwa 10-mal höher. Die spektrale Auflösung ist besser, wir haben keine Proportionalzähler mehr, wir haben jetzt CCDs und was wir eigentlich als eine der ersten wissenschaftlichen Beobachtungen von eROSITA 2019 uns angeschaut haben, war eine Galaxie, die hatte im niedrigen Spektralbereich hatte die eine extreme Emission. Und bei einem KIV, wo die meisten Galaxien eigentlich auch noch strahlen, ist die Emission fast auf Null gegangen. Und das war wirklich nur im unteren Bereich, in dem ultrasoften Energiebereich. Und wir haben das genannt Entdeckung von ultraweicher Röntgenstrahlung. Und die Erklärung, die wir gegeben haben, ist, dass wir glauben,
dass von der Akkretionsscheibe Strahlung und Wind abgestrahlt wird, der ionisiert ist. Und dieser ionisierte Wind ist strukturiert, ist clumpy. Und wenn diese Wolken auf der Sichtlinie vorbeifliegen, haben wir auch die Entfernung gemessen, dann absorbieren sie die Strahlung und wenn die Wolken vorbeigeflogen sind, dann habe ich die volle Emission von der Scheibe und das hat die Sondenvariabilität erklärt. Also man nennt es Partial Covering, also die Quelle wird teilweise überdeckt und das ist zeitlich veränderlicht. Und das haben wir 19 zum ersten Mal gesehen, diese Existenz von diesen absorbierenden Wolken, die nahe am schwarzen Loch vorbeifliegen und die Sichtlinie zum Beobachter verdecken für kurze Zeit und dann einen Helligkeitsabfall hervorrufen, wenn die Wolke vorbeigeflogen ist. Etwa ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit ist die volle Helligkeit wieder da. Und das ist jetzt ein neues Bild, was sich entwickelt, dass nicht nur Materie aufs schwarze Loch fließt, sondern dass die Akkretionsscheibe auch wieder was zurückgibt in Form von Strahlung und Materieausfluss, der bis in das Gebiet der schmalen Emissionslinien, das sind Zehntausende von Lichtjahren, reicht. Und das haben wir mit EROSITA entdeckt 2019 und haben da auch, glaube ich, ein gutes Papier darüber geschrieben. Das zweite Thema, was ich im Moment bearbeite, was mich schon immer interessiert hat, ist die Veränderlichkeit von aktiven Galaxien. Und das Projekt, was ich gerade vorgeschlagen habe und was auch genehmigt ist alle aktiven Galaxien, die EROSITA in seinen 4 bis 5 Surveys gesehen hat, zu untersuchen, wie veränderlich sind sie. Also wie veränderlich sind sie in einem Survey, also innerhalb eines halben Jahres, wie veränderlich sind sie zwischen jedem halben Jahr und wie veränderlich sind sie auf diese 4 Jahre, in denen die Surveys durchgeführt werden. Und das sind etwa 900.000, 800.000 Objekte, die wir testen. Und wir versuchen herauszufinden, wie ist der Anteil von variablen Quellen nach ihrer Signifikanz. Wie viele Quellen sind über 3 Sigma, wie viele sind über 10 Sigma, wie viele haben keine Variabilität im jetzigen Survey, sodass wir eigentlich ein komplettes Bild haben des veränderlichen Himmels von aktiven Galaxien, die bis jetzt aufgenommen wurden. Und das ist das zweite Projekt, an dem ich gerade arbeite und was mich sehr interessiert und wo die Programme eigentlich fertig sind und jetzt in Kürze bald Ergebnisse haben werden. Die Zukunft der Forschung ist, man muss sagen, dass EROSITA im Moment im Standby-Modus ist. Aber es ist so, dass wirklich Millionen von Objekten beobachtet wurden, die nicht ausgewertet sind. Da ist so viel zu tun. Natürlich muss man versuchen, die 8 Surveys irgendwie zu komplettieren irgendwann. Aber im Moment haben wir so viel Daten, dass wir nicht genügend Projekte vorschlagen können, um wirklich alles zu bearbeiten. Also die Zukunft liegt in EROSITA, obwohl im Moment nicht neu beobachtet wird. Aber die Auswertung der bereits gewonnenen Daten, die ist unique. Also was EROSITA jetzt geleistet hat an Entdeckung von Objekten, sei es aktive Galaxien, sei es Sterne, sei es diffuse Emissionen, gibt so viel Material, dass wir auf Jahrzehnte immer noch das auswerten können. Ich will mal so sagen, der Nachteil ist natürlich, dass man, wenn man als Wissenschaftler an einem Max-Planck-Institut anfängt, natürlich nicht sofort eine permanente Stelle bekommt. Und das zieht sich für die meisten Leute. Man kann sich über 10 Jahre ziehen, es kann sich auch über 20 Jahre ziehen. Und diese Ungewissheit ist natürlich da in der Forschung und damit muss man leben. Mein Ratschlag ist aber immer, wenn man sich dafür interessiert und wenn man das Gefühl hat, ja, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte die Freiheit der Forschung haben. Ich möchte selbst entscheiden können, mehr oder weniger, was möchte ich forschen, wo bin ich gut, wo kann ich Ergebnisse erzielen. Dann sollte man dranbleiben und dann findet sich auch eine Möglichkeit, die Wissenschaft bis man in die Rente geht, weiter zu betreiben. Und das ist bei mir der Fall und ich mache es gern. Also man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen.
Wenn man fühlt, es ist mir doch irgendwie zu unsicher und ich habe eine Familie und ich weiß nicht, ob ich die in 2 Jahren ernähren kann, ob ich meine Position noch habe, dann sollte man vielleicht wechseln und sollte in die Industrie gehen. Und die Erfahrung von den Doktoranden, die wir hier ausgebildet haben, die teilweise in die Industrie wollten oder eben hier keine permanente Stelle bekommen haben, ist, dass diese Ausbildung an einem Max-Planck-Institut schon sehr hilfreich ist für das Finden einer neuen Stelle. Und alle die jungen Kollegen, die ich kenne, die jetzt in der Industrie sind, beim Patentamt, die verdienen gut und denen geht's auch gut. Also man muss das für sich selbst abwägen. Wenn man die Kraft hat und den Willen hat, Wissenschaft zu machen, dann hat man die Freiheit zu forschen, was man möchte, was ein hohes Gut ist, weil einem da eigentlich niemand reinreden kann. Freiheit der Forschung, man kann sich aussuchen, was man möchte. Aber es erfordert eben ein bisschen gute Nerven über eine gewisse Zeit. Und wenn man das durchhält, dann glaube ich, kann man ein sehr gutes Leben als Wissenschaftler am Max-Planck-Institut haben. Und man ist auch stolz dann auf das, was man geleistet hat und was man publiziert hat und was man gefunden hat. Und das hört nicht auf. Es geht immer weiter, bis man dann irgendwann mal aufhören muss.